Was ist der Plan für die diesjährige Prise? Das wird auf jeden Fall der Winners Cut. Leute, wir sind zurück. Wir sind zurück zum ersten im Bunker, zum zweiten aus dem Urlaub und zum dritten in der fucking Vorbereitung. Heute ist Stichtag, heute gab es die Pläne, Coach hat sie rübergeschickt und ich bin auf jeden Fall die letzten Tage heiß gelaufen zum heutigen Prep-Start und den fangen wir natürlich an hier im Bunker beim Gestöhne anderer Männer, beim Schweiß und 30 Grad hier in Berlin. Und ja Mann, heute werden auf jeden Fall Arme geballert, Schulter am Ende auch noch. Am Split hat sich nicht viel verändert, am Training generell auch eher weniger. Aber so soll es auch sein, euer Training soll sich nie verändern im Aufbau oder in der Diät. Ihr müsst jetzt nicht anfangen, auf einmal mit vielen Wiederholungen zu trainieren und so. Aber ich würde sagen, wir fangen an. Ich habe über Insta ein paar Fragen auf jeden Fall auch mit reingehauen ins heutige Video und ich werde darauf eingehen. Es sind auf jeden Fall vorbereitungsspezifische Fragen, was abgehen wird, aber ich sag's euch, die nächsten 16 Wochen wird angezogen, wird aus diesem haarigen Fettsack ein vielleicht etwas dünnerer, ebenso haariger Bär. Vielleicht auch werden die Haare ein bisschen abgeworfen, aber das schauen wir alles noch im Verlauf der nächsten 4 Monate. Jetzt heißt erstmal reinstarten in das Ganze, eingrooven, gar nicht extrem viel verändern. Das ist auch so ein Irrglaube, ihr müsst nicht extrem viel verändern, aber seht selbst, ich würde sagen, starten wir rein. Sich jetzt der Zaubertrank hier zusammengebraut und dann geht's ab aufs Laufband. Wie ihr wisst, bin ich auch mit in der Produktentwicklung bei ESN mit beteiligt und da wir gerade erst an der Intraformel arbeiten, die auf jeden Fall geil wird, habe ich aber so ein bisschen im Endurance-Bereich geguckt, als da tatsächlich die Athleten-Line gelauncht ist und bin dann auf den Perfect Rack gekommen. Und dann dachte ich mir eigentlich, hört sich gar nicht so doof an, denn da ist Dextrin drin, da ist ein Isolatprotein drin, Dextrose drin, Glutamin drin, Carnitin drin, Wassermelonenfruchtextrakt, Taurin, auch sehr wichtig, rote Beetepulver und noch ein paar andere ganz geile Sachen, die einfach eure Sauerstoffsättigung in der Muskulatur verbessern, die Kohlenhydrate direkt Energie bereitstellen und die Aminosäuren oder das Taurin auch für besseren Pump- und bessere Muskelversorgung sorgt. Und deswegen habe ich das Ganze mal ausprobiert und muss sagen, Verträglichkeit ist auch echt wirklich gut. Deswegen ist das jetzt bis unser, hier, guckt euch das an, bis unser Intra raus ist. Ja, bei Breaking Bad hier gelandet. Bisschen Staub für die Mitglieder hier verteilen. Und damit ein bisschen Wasser fehlt noch, aber das holen wir uns gleich noch ab. Sehr wichtig, dass man den Intra bzw. auch den Pre-Workout mit genug Wasser trinkt. Ich sehe da immer bei manchen, die nehmen da so ein kleines Glas und kippen den runter. Die ganzen Inhaltsstoffe, wo ein Tonnen an Inhaltsstoffe drin ist, die brauchen auch eine Grundlage, um zu wirken. Und deswegen schallert euch auf jeden Fall genug Wasser über den Tag und auch in euren Intra. Und schallert auf jeden Fall, wenn das Video jetzt draußen ist, direkt mal rüber auf esn.com und schallert euch bis zu 70, ihr habt richtig gehört, 70% Rabatt auf ESN. Also völlig geisteskrank, da heißt auf jeden Fall die ganze Freundesgruppe zusammentrommeln, WhatsApp-Gruppe aufmachen, wer bestellt und direkt eine massige Massenbestellung da raushauen. Und ganz wichtig mit Code Polacco, also checkt auf jeden Fall die Aktion, das wird die größte diesen Jahres, glaube ich, und macht da die Vorräte voll. Jetzt gibt es was für
von Papa Magus erlernt. Die Markus Rühl Gedächtnisübung wahrscheinlich. Die Bizepübung, die für die riesigen Berge seines Arms zuständig ist. Mit herrlicher Aussicht hier auf den Gladiator. Nee, aber die Übung scheppert auf jeden Fall gut rein. Zeige ich euch mal. Komm, noch ein. Noch ein. Ob du diese Prep grundsätzlich was änderst oder ob da alles gleich bleibt wie im Jahr zuvor? Ja, eine geile Frage auf jeden Fall, direkt vorweg. Und ob ich was ändern werde, weiß ich jetzt persönlich, also wenn wir von den Plänen ausgehen, weiß ich jetzt noch nicht, da Stefan ja immer die Änderung vornimmt. Aber für mich und meinen mentalen und meine Herangehensweise der mentalen Seite ändere ich definitiv was im Sinne der Drucksituation, der Aufregung. Ich versuche das Ganze einfach nicht so wie in den Jahren zuvor nah an mich ranzulassen oder irgendwie näher an mich ranzulassen. Selbes gilt auch für die Sachen wie den Diätverlauf zum Beispiel. Wenn es mal eine Woche stagniert oder so, dann, also damals Panik direkt, bin ich panisch geworden, bin ausgerastet. So, das kann doch nicht sein. Und genau diese Panik macht euch eigentlich nur noch schlechter, weil Cortisol, das Stresshormon, der Feind eines jeden Bodybuilders ist, der wird dann natürlich immens ausgeschüttet, was euch nur noch schlechter macht und dann zu einer Kettenreaktion führt. Und am Ende, ja, machst du dich da so fertig und 2 Tage später passiert dann was. Und dann war es für die Katz. Deswegen würde ich dahingehend auf jeden Fall versuchen zu ändern. Oder nicht versuchen, ich werde es machen. Ist auch so ein Ding, Vorsätze. Ich werde es machen, da ruhiger an die Sachen ranzugehen. Ist auch immer wieder faszinierend, dass ich jetzt mit einem William Bonek Backstage geredet habe bei der M-Pro. Also der war voll die Ruhe und war voll überzeugt von dem, was Stefan kann und was er kann. Und da habe ich mir auf jeden Fall gedacht, schneide ich mir eine dicke Scheibe von ab. Also eher Mindset und Erfahrungswerte, darauf vertrauen, auf Genau, Stefan vertrauen. 100%. Ist auch schön zu sehen, war auch bei der M-Pro, war Luca am Start. Luca Reger, unser Classic Newcomer, hier aus Deutschland, auch am Olympia dieses Jahr. Und mit dem habe ich Backstage geredet und du hast halt direkt gemerkt, so hey, ist seine erste Profisaison. Er ist noch voll grün hinter den Ohren so und hat noch keine Erfahrung, was halt auch schön zu sehen ist, weil ich glaube, jeder Athlet geht durch diesen Prozess durch. Ansonsten von der Herangehensweise Training, Intensität bleibt hoch, bleibt Ernährung, alles gleich. Regelt Stefan. Eigentlich ganz chillig, wenn man, ich weiß, es ist nicht chillig und es wird auch nicht chilliger, aber es ist ganz chillig von dem Gedankengang, weil es war auch das erste Mal so, als Stefan mir die Pläne geschickt hat, ich eigentlich schon so wusste, okay, das und das kommt auf mich zu. Aber ja, Mann, ich freue mich trotzdem extrem drauf, muss man sagen. Komm, hoch das Ding. Komm. Und noch ein. Nachwuchs tut hier mein Gerät belegen, aber mit dem T-Shirt da drüben ist das verziehen. Das erlaubt. Ja. Es hat auch einen Grund, warum der massivste ist von den Jungs hier. Ja. Was ist für dich das Härteste in der Prep? Das Härteste in der Prep, muss ich ehrlich sagen, ich bin ja ein Vorbereitungsfan, ich bin ja ein Prep-Lover. Es ist ja so ein bisschen komisch eigentlich, weil die meisten ja echt den Aufbau bevorzugen. Ich mag den natürlich auch vom Essen und so, dass du viel zu essen hast, aber von der mentalen Seite, die finde ich noch die viel wichtigere ist,
bin ich von der Prep absolut überzeugt und Fan. Du bist einfach in deinem Tunnel drin in der Vorbereitung. Du hast wirklich das Ziel vor Augen, du hast den Tag X. Du hast jetzt habe ich 16 Wochen, die ich runterzählen kann. 16 Wochen, um jeden Tag halt das Beste zu geben. Und klar könnte ich das im Aufbau auch, aber das ist so nicht dasselbe, finde ich. Deswegen, der Counter läuft doch nicht richtig runter beim Aufbau. Eben. Ja. Und selbst auf dem Niveau ist es so, jedenfalls bei mir. Und deswegen bin ich in der Vorbereitung immer ein absoluter Polenböller. Ich gehe da ab wie Schmitz Katze. Aber das Härteste ist gar nicht mal was Körperliches oder auch Mentales, sondern eher so das Ding mit dem Socializen so gegen Ende. Mhm. Du wirst halt gerade in den letzten Wochen schon ziemlich in dich gekehrt. Ich bin ein sehr extrovertierter Mensch, bin aber da dann schon ziemlich introvertiert und ziemlich mit mir und meinen Gedanken und meinen Tätigkeiten so alleine, vielleicht auch zum Schutz vor anderen oder so, weil du da auch manchmal echt so ein bisschen zu egoistisch bist am Ende der Vorbereitung und dann finde ich, ist das eher das Härteste, so zu realisieren, okay, das Umfeld leidet vielleicht auch ein bisschen drunter, die Freundin oder auch sowas wie Freunde treffen oder mal zur Familie fahren, das kommt dann natürlich nicht mehr so häufig vor. Beziehungsweise wenn du es machst, weißt du eigentlich eh schon, eigentlich habe ich gar keine Energie dazu und bin eigentlich schon richtig durch, machst es dann. Oft ist es dann halt nicht so der Outcome, den du dir vorstellst, beziehungsweise habe ich einfach gemerkt, es hilft dann allen Parteien nicht weiter. Aber so viel es dir auch raubt, so viel gibt es dir auch die Vorbereitung. Du lernst einfach in der Diät so viel Sachen schätzen, du lernst das Essen viel mehr zu schätzen. Du weißt einfach mal wieder, zu was dein Körper imstande ist und dein Geist. Und dementsprechend, ja, ist das eigentlich so das Ding. Auf, Männer. Fertig. So. Reicht jetzt. Reicht jetzt aber auch. Jetzt wird der Arm ja noch zu dick hier bei euch. So läuft schon mal. Während der Übung zu lachen. Das Beste ist auch, wenn du 3 Leute hast, die mit dir im Training sind und dir dann alleine helfen musst beim Kabel. Das ist wie auf dem Bauch. Grüße gehen raus. Komm, letztlich. Feuer. Ja, stark. So, und jetzt macht die Fliege. Danke. Stark, Digga. Kappe ab. Kaffee ab, oder was? Ja, zeig mal her. Oh. Wie ist der Status? Der Status ist verwuchert. Immer noch. Wisst ihr, wie es aussieht? Okay, aber noch eine weitere Frage, und zwar tatsächlich zur Frise. Was ist der Plan für die diesjährige Frise? Was passiert da? Das wird auf jeden Fall der Winners Cut. Aber was genau, steht noch irgendwo geschrieben. Ich weiß es selber nicht. Was ich will, ist auf jeden Fall eine kleine Veränderung, sage ich mal, beziehungsweise von meinem anderen Look. Nicht nur körperlich dieses Jahr, sondern auch von der Frise. Deswegen, ich gucke mal noch, was da zustande kommen würde, ob es die Jay Cutler Gedächtnisfrisur wird. Was stimmt da mit den Haaren da hinten? Ja. Oder ob es der Pinsel von Markus wird. Nee, aber... okay, aber ich glaube, die Leute wollen auch ein bisschen den Pinsel, glaube ich. Ja, ist beides irgendwie witzig, aber ich guck mal. Also wollte einfach mal ein bisschen wachsen lassen, hat genug von der alten Frisur. Was auf jeden Fall klar ist, es wird ästhetisch und der Bart kommt ab. Also da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt, aber ich werde im Leben nicht mit einem Bart auf die Bühne gehen. Ich werde auch keinen Schnauzer rocken, das ist alles lila Brother Verschnitt, den gibt's nicht. Es gibt irgendwas, was ich feiere. Was ich aber auch feiere, ist die nächste Übung. Und zwar nennt sich, glaube ich, JM Press. Ist so eine Mischung aus French Press und engem Bankdrücken. Habe ich jetzt eine Weile lang gemacht. Die fühlt sich auf jeden Fall top an. Also man muss nicht so ultra viel Gewicht holzen wie jetzt bei
bei engem Bankdrücken oder sowas und geht auch nicht so auf den Ellenbogen wie jetzt freies French Pressen. Deswegen schaut es euch an. Ja, kommen wir zur letzten Armübung für heute. Es ist einfach eine sehr isolierte Übung hier, um einfach einzeln den Arm oder die Arme nochmal zu trainieren. Ich gehe hier nämlich rein, man sitzt doch so ein bisschen tiefer, der Arm ist oben und der Trizeps ist aufgestützt und dann kann man hier eben so verdammt gut den Arm reindrücken und einfach aus dem Bizeps reinziehen und das ganze Ding maximal isolieren. Ich gehe immer davon, also ich führe die Übung auch so aus, dass ich versuche hier, dank dem Wasser hat man es hier gesehen, schon gelb angelaufen, ich versuche hier am meisten Druck drauf zu haben. Ich weiß nicht, ob man das ganz checkt, aber dass ich halt hier sozusagen mit dem an meinem rechten Ohr vorbeiziehe, dass du auch wirklich diese guck, wenn du hier drehst, siehst du schon, der Arm bzw. der Bizeps fängt an zu arbeiten und je mehr du reindrehst, den Arm oder die Hand, besser gesagt, desto besser triffst du da. Und hier dann eben genau gleich, gehe ich rein und versuche immer so als kleine Cue hier am Ohr sozusagen vorbeizugehen und hier die Lücke möglichst zu schließen, so dass ich da halt einen richtig guten Zug drauf kriege. Jawohl. Einen mache ich hier ein bisschen schwerer, die anderen zwei dann aber wirklich auch stark reduziert vom Gewicht, um einfach wirklich Kontraktion aufzubauen. Ich habe einfach gemerkt, die Mischung aus allem ist es, du musst den Muskel, den du triffst, unfassbar gut spüren. Und es gibt einfach Muskeln, bin ich davon überzeugt, die, wenn du mit dem Training anfängst, wie es bei mir die Brust oder die Beine waren oder Schultern auch, du einfach genetisch schon oder irgendwie durch dein Leben schon eine sehr, sehr gute Ansteuerung hast. Das ist so meine Theorie. Und andere Muskeln eben die Ansteuerung noch nicht so gut ist. Und was einfach ultra wichtig ist für Muskelaufbau, ist, dass du diese Muskelkontraktion bzw. das Muskelgefühl am Start hast. So. Habe ich gemerkt. Und schwierig am Anfang noch, finde ich, so, wenn man halt noch nicht so trainiert ist oder noch keine Erfahrung hat. Ja. Aber wenn irgendwann ein bisschen Erfahrung da ist und dann halt auch ein bisschen Masse da ist. Und dann merkst du aber auch so, so vor 2 Jahren, was habe ich davon, also da war ja hatte ich gar keine Muskelverbindung am Start. Nur geschwungen wahrscheinlich auch. Ja, und das ist das Ding. Bei vielen ist es halt so, die können schwingen und die können scheiße in Anführungsstrichen trainieren, aber die treffen den Muskel. Das ist das Beispiel. Oder Emir auch. Ja, liebe Grüße an Emir. Da regen sich die Leute hier auch extrem auf, wie er trainiert. Das funktioniert. Aber eben, es kommt bei ihm an. Gerade der Rücken, geisteskrank. Und ich weiß, wie der Rücken holzt. So, ich habe schon das eine oder andere Mal mit ihm Rücken trainiert. Und also dumm gesagt, bei mir kam dann, also ich habe am nächsten Tag eine Unterarmmuskelkater und bei ihm kommt es aber am Rücken an so und das ist eben das, worum es geht und da muss jeder halt seinen Weg finden. Ich werde jedes Trainingsvideo wiederholen, aber das ist schon wirklich das, worum es geht und nicht dieses, macht nicht den Fehler, bewahrt euch viel Zeit, ich versuche euch viel Zeit zu sparen auf eurem Weg zur Traumphysik. Versucht nicht diesem Sätze zählen hinterher zu rennen. Es ist nicht wichtig. Also ihr müsst eine gewisse Anzahl an Sätzen machen, um Reiz zu setzen, aber ihr müsst da nicht irgendwie mindestens, oder wenn ich schon mal höre, du musst mindestens das oder maximal das. Es gibt kein Maximum und es gibt kein Minimum. Es gibt euer individuelles Maximum.
und das individuelle Minimum. Aber wie viel das ist, das musst du da draußen für dich allein rausfinden. Noch eine Frage, wie du das dieses Jahr handhabst. Gehst du direkt in Shadow Mode und zeigst gar nichts von dir oder gibt es da eventuell die nächsten 16 Wochen irgendwas zu sehen? Ja, also der Shadow Mode, was ist der eigentlich? Also es hat eigentlich Dorian Yates ins Leben geführt, muss man Credits an den Bre geben. Der Junge ist einmal im Jahr in die USA geflogen, den Olympia rasiert, ist wieder zurückgeflogen, man hat ein Jahr nichts von dem gehört. Und so hat er das 6-mal gemacht und 6 Titel geholt. Ganz so funktioniert das heutzutage nicht mehr, würde ich sagen, in Zeiten von Social Media. Der eine wird jetzt sagen, leider, der andere wird jetzt sagen, ja gut so, wir wollen ja immer was sehen. Und ich versuche so ein bisschen den Mittelweg zu finden. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es gar nichts zu sehen geben wird, aber ich mag es auch nicht so, jetzt stellt euch vor, ich würde jeden Tag oder einmal die Woche oder wie ich Stefan auch Bilder schicke, würde ich das auch posten. Dann wäre ja irgendwo auch die Spannung für den Olympia ein bisschen weg. Vor allem jetzt habe ich ein paar Mal mich gezeigt, in der Offseason noch. Man hat gesehen, okay, der Junge ist gewachsen, der Junge ist prall und voll und die Schwachstellen wurden verbessert. Ich will jetzt nicht direkt dann auch wieder, jetzt wenn ich die ersten 3-4% Körperfett verliere, das gleich wieder zeigen, so, sondern ich würde gerne einfach ein bisschen Spannung aufbauen. Ob es was zu sehen geben wird, muss ich gucken. Aber was mir auch immer, was vor allem auch wichtig ist, mir selber, meiner Birne, tut es einfach auch besser, erstmal zu arbeiten, Arbeit reinzustecken, bevor man sich einfach tagtäglich judgen lässt. So. Zwar kann ich das mittlerweile wirklich gut abstellen, wenn irgendwie Kritik oder so geäußert wird, gerade im Internet. Das meiste sehe ich ja sowieso nicht und kann damit dann ganz gut eigentlich umgehen. Aber ich finde so, deinem Kopf tut es einfach doch besser, einfach zu worken, die Hard Work reinzustecken und dann damit zu glänzen, weil eins ist sicher, es zählt nur Tag X auf der Bühne. Und wir haben es jetzt schon 1000 Leute gesagt, die mich live gesehen haben, Junge, in echt sieht es ja ganz anders aus als auf Videos und Bildern. Ja, kann ich bestätigen. Also ich bin halt einfach einer, ich wirke nur live und in Farbe sozusagen vor dir. Selbst auf dem Livestream sehe ich auch immer absolut beschissen aus, das ist auch immer so das Ding. Deswegen, ihr müsst mich unbedingt mal live auf dem Wettkampf anfeuern, wenn das mal in eure Schedule, in euren Zeitplan reinpasst. Aber das ist jetzt nicht Thema, sondern ja, ich stecke lieber gerne erst die Arbeit rein und zeige dann die Resultate, vor allem an Tag X, wo es dann wichtig ist, als jetzt irgendwie 5 Wochen vorher ein ultra geiles Update zu posten, wo ich im Internet super geil aussehe und auf Olympia dann nicht und dann die Leute eher drüber enttäuscht sind. So. Deswegen, das ist der Status zum Shadow Mode. Kopf ist durch, das heißt, man soll auch aufhören zu trainieren. Das machen wir jetzt auch. Leute, wir sind durch. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und wir sehen uns jetzt regelmäßig, denn bis zum Olympia wird richtig Druck gemacht.
wird richtig Welle geschoben. Ihr seht sie überall, ihr liest sie überall, Olympia, Olympia. Bumstead an der Wand. Und den gilt es auf jeden Fall wegzuklatschen. So, das heißt, wir sind durch. Ein erster Diättag wäre geschafft und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ich bedanke mich bei euch, abonniert den Kanal, lasst was in den Comments da, freut ihr auch auf Olympia, werdet ihr das Ganze verfolgen, schreibt es gerne unten rein. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao.